Ja, willkommen zum dritten Teil unseres Kundensportprogramms mit unseren Lambos. Ersten Teil Vorstellung, zweiten Teil haben wir euch die Unterschiede zwischen Evo und Nicht-Evo erklärt. Und der dritte Teil fängt jetzt an mit Zusammenbauen. Aber vorm Zusammenbauen, seht ihr, Flo macht gerade noch das Auto von unserem Kunden sauber. Das Auto ist schon sauber. Warum machen wir das? Um einfach einmal alles mal wirklich sauber zu haben, um nicht irgendwie auch vielleicht noch mal einen Riss zu sehen oder so. Das sind ja Aluverbund. Dass man wirklich alles sieht, dass man einmal eine Grundreinigkeit reinbringt. Das machen wir bei unserem Auto halt auch immer. Das ist jetzt einmal mehr Arbeit, wenn es vorher nie gemacht worden ist. Aber wenn man das immer beihält, ist das... Oder rede ich das gerade schön? Nee, ne? Wenn man es immer beihält, so wie bei uns, ist das echt easy. So ist das halt jetzt einmal echt Aufwand. Das Auto ist schon fertig. So viel man da noch das Auto zu sagen kann. Da haben wir wirklich auch jede Schraube einmal sauber gemacht mit unserem Pinsel. Und das bringt einfach eine gewisse Grundsicherheit, ne, dass du gerade in den Karossen und so alles sehen kannst. Ja, der nächste Schritt ist jetzt, die Evo-Kits natürlich werden verbaut, aber vorher Revision. Die Revisionssachen fangen jetzt an, langsam aber sicher, wenn alles sauber ist. Da müssen wir ein paar Sachen nachschweißen lassen an dem Rahmen. Da siehst du, hier haben wir zum Beispiel auch schon was markiert, da unten, wo es gelb ist. Ja, da muss auch mal was dran geschweißt werden und auf der anderen Seite auch. Ich glaube, aus dem Stehgreif, so Kleinigkeiten, das ist alles nichts Schlimmes. Hier haben wir auch alles schon markiert. Der Vorderwagen hier angerissen, hier unten angerissen. So, und das siehst du halt dann. Ne? Wie gesagt, wenn du immer nach jedem Rollout oder nach jedem Event machst, das einmal sauber. Und dann hast du einfach ein einfacheres Arbeiten und gerade bei der Fehlersuche. Das ist nämlich, ja, kostet zwar, wie gesagt, jetzt Zeit, aber besser, als wenn man irgendwas nicht sieht, weil es einfach extrem verschmutzt war. Ne? Man muss ja so ein bisschen Liebe auch einfließen lassen. Ne? Das ist wie mit einer guten Beziehung, oder? Klar, Kevin, das. Ich meine, da hat der Flo am meisten Ahnung, ne? Flo? Dass man viel Liebe in eine gute Beziehung geben muss. Da reicht der Pinsel aber nicht, ne? Ja. Für die Lambos reicht der Pinsel. Ja. Gut, also dann denke ich mal, sehen wir uns die Tage wieder, wenn es ans... Ja, je nachdem. Ne? Wir nehmen alles mit, bis die Autos jetzt komplett da stehen. So, wir sind an unserem Kundenprojekt ein bisschen weitergekommen. Beim letzten Mal hat der Flo die Dinge ja schön sauber gemacht. Ne? Hast du eigentlich beide sauber gemacht? Ja. Ja, siehst du, beide sauber gemacht. So, wir sind jetzt am Auto A, so nenne ich es mal. Das ist auch das, was so ein bisschen Priorität hat. Hat der Dennis jetzt so knapp 3 Tage. Nach dem Saubermachen und Grundzerlegen haben wir jetzt 3 Tage ist ins Land gegangen. Und ich kann euch mal so ein bisschen zeigen, was wir so in 3 Tagen geschafft haben. So, und zwar, es sieht immer noch sehr wild aus, aber das sieht es bis zu den letzten 1, 2, 3 Tagen sieht das immer sehr wild aus. Was wir gemacht haben bis jetzt ist, der komplette Tank ist revidiert, sprich, du hast ja hier 4 Intankpumpen, Hauptpumpen und sowas, die musst du halt komplett rausnehmen. Das haben wir jetzt alles nicht auf Video, aber es ist halt passiert. Das ist allein schon fast ein halber Tag, glaube ich, Arbeit. Wie lange ist das? Nur Tankrevision komplett? Ja, so, also schon Arbeit. So, der ist komplett, tutti completo neu. Also die Tankblase ist noch alt. Und der Schaumstoff ist auch alt. Ne? Aber alles, was drin ist, an Pumpen und sowas, ist neu. Weil die sind relativ anfällig. So, dann haben wir die kompletten Revisionssachen. Sprich hier, das war ja alles zerlegt, wenn ich das mal zeigen darf. Die Pedalerie, ja, die musst du halt einmal komplett zerlegen. Guckst dir alles an. Wie ihr seht, ist wieder alles abmarkiert, alles zusammengebaut mit Drehmoment und. Damit du nicht auf einmal aufs Gas drückst oder auf die Bremse und das Ding fällt ab. Bremszylinder sind getauscht. Hier, die sind auch natürlich neu. Das ist auch ein Verschleißteil. Sind getauscht. Dann ich hatte gerade mit Dennis gesprochen, das Auto hier kriegt halt auch eine Klimaanlage. Unter uns Kegelschwestern, nur die Klimaanlage hier für das Auto 16.000 Euro. Zusätzlich. So, die ist auch schon verbaut, war ein bisschen tricky, weil die Vorgänger
ich sag mal, sich nicht so an den Grundplan gehalten haben. Und das Ding hier, die Löschanlage ist jetzt nicht, die ist auch zugelassen, ist aber nicht original von Lambo und dadurch baut die ein bisschen auf. Hier Klimaanlage, kannst du mal zeigen, das ist dieses Carbon-Ding. Was hat's gewogen? Haben wir letztens gewogen. 3 Kilo wiegt diese Klimaanlage. Das ist eine komplette Klimaanlage mit Verkabelung, die halt hier Luft bekommt und dann in den Innenraum bläst. Und hier die warme Luft genau rausgeht. Und die kann halt Innenraum und hier durch. Also hier und da. Kannst du halt auch einen Helmanschluss, haben wir jetzt mal vorbereitet, kannst du also auch an Helm stecken, dass die kalte Luft in den Helm geht oder in eine Kühlweste, das ist ja egal, das ist ja universell. Und hier kommt halt aber auch die kalte Luft, wie ihr seht, hier, zack, zack, geht hier in so ein Verbindungsstück, was wir bauen mussten, geht dann da rein. So. Und dann halt die ganzen kleinen, Trinksystem ist drin, hier, komplettes Trinksystem ist jetzt schon mal reingekommen. Also alles, was ihr jetzt hier drin seht, war alles einmal in der Hand kontrolliert, neu verbaut. Ist das schon das neue ABS? Ja. Ja, siehst du, habe ich schon gesagt. Das ist nämlich schon das neue ABS auch. ABS-Block ist neu. Zusatzpanel ist schon drin. Und hier kannst du die Klimaanlage sogar einstellen, sehe ich gerade. Also das ist jetzt gerade auch Neuland für mich. Hier kann man die Klimaanlage, glaube ich, einstellen. Vom Gebläse her und vom Kühlung her. Wie eine S-Klasse. Ist ja klasse. Was man so hier sieht, werdet ihr auch öfters mal sehen. Wir haben jetzt, oder der Dennis, weil wir so ein bisschen natürlich, wir haben immer Zeitdruck. Aber wir haben jetzt Anfang der Woche und es ist eigentlich in der Woche müssen wir relativ weit kommen. Heute ist Montag, weil er ist nächste Woche 8 Tage in, wo bist du eigentlich da? Kyelami. Da ist so ein 9-Stunden-Rennen, ne? Blancpain ist das? Nee. GTC. Internationale GT Championship. Also das ist auch hier das gleiche wie 24-Hour Spa und so ist auch da drin. Da hilft er bei einem anderen Team aus. Dadurch ist er eine ganze Woche weg. Und dann wird es eng, weil das Auto läuft dann schon Mitte Dezember. Und jetzt ist also wir haben jetzt noch 4 Wochen. 4 Wochen, bis das Ding läuft. Wir müssen vorher noch einen Rollout machen. Und wir haben, oder er hat sich jetzt so Joblisten geschrieben, weil ich habe gesagt, du, es ist mir jetzt egal, wie du das machst, aber mach es einfach. Ja, ich rede den Jungs da nicht rein. Jetzt haben wir hier eine Jobliste, zum Beispiel heute Verbau Trinksystem, Telemetrie, Klima, Race-Navigator, Mittelkonsole, Verbau Sitz, Fensternetze, Verbau Gewichtsplatte, bla bla bla, Adapterplatte, Datenaufzeichnung. Morgen Servokühler, Wasserkühler, Ölkühler, Haltebügel, Servopumpe, Lenkgetriebe, Bremshalter, Windlauf, Luftheber. Und theoretisch sagst du, Freitagabend fahren wir eine Runde zu McDonald's. Ja, das sind die Listen. Wir schauen mal. Der Kevin ist diese Woche auch noch mindestens 2-mal hier. Das heißt, wir können euch da einen schönen Status geben. Aber wir sind sozusagen auf der, ja, das hört sich jetzt doof an, aber wir sind auf der Zielgeraden. Der neue Motor ist da, habe ich schon gezeigt, glaube ich. Ne? Das war im Evo-Paket schon zu sehen. Ne? Getriebe sind beide revidiert. Beide kommen auch, wann kommen die? Morgen, übermorgen, ne? Von beiden Autos die Getriebe von der Firma Höhr, komplett die neu, mit neuem Gehäuse, mit allem drum und dran. Wir haben hier also bald 2 Neuwagen stehen. Ja, also, das zu dem Stand. Und ich denke mal, vielleicht Mittwoch oder Donnerstag, auf jeden Fall spätestens Freitag bist du nochmal dabei und dann nehmen wir euch mit. Einmal in die Hände klatschen. So. Guten Morgen. Ja, wir haben so ein Problem mit dem Ton und deswegen müssen wir lange Geschichte. Und wir laufen. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wir haben jetzt auch hier in dem Projekt 2,5 Tage weiter gewirkt, beziehungsweise unser Freund, der Dennis, unser Mechaniker. Er erklärt euch jetzt, was in den letzten 2,5 Tagen passiert ist und, ob ihr es glaubt oder nicht, der Plan ist, dass das Auto heute Abend anspringt. Naja, also ich versuch's zumindest. So, was ist passiert, seitdem der Kevin das letzte Mal mit der Kamera hier war?
Es waren ein paar lange Tage. Wir haben das Fahrwerk komplett drin mit allen Querlenkern und Radträgern. Alles ist vormontiert. Waren jetzt noch ein paar Kleinteile. Der Vorderwagen ist soweit fertig, dass man auch vorne schon die ganze Außenhaut draufstecken könnte. Ebenfalls haben wir den Innenraum fertig gemacht mit kleinen Sonderarbeiten wie Klimaanlage, Triebsystem oder anderen Kleinigkeiten. Hol mal kurz Luft. Das sieht ja auch immer so aus, das sieht ja immer so krass aus, wie unfertig das Auto ist. Aber du kriegst es halt durch das Konzept GT3, dadurch, dass das alles relativ einfach steckbar ist, hast du also optisch hieraus jetzt ein Auto gebaut also einfach nur optisch, nicht technisch, aber optisch sieht das Auto nach einem Auto aus, wenn du willst. Wie lange brauchst du dafür? Einen halben Tag. Ja, also es geht halt ruckzuck. Ne? Ja, weil es einfach gesteckt ist und gemacht ist. Also nur mal so ein Einwand, weil das sieht ja hier immer noch nicht wirklich nach einem Auto aus. Ne? Also der Plan ist, dass es morgen Abend nach einem Auto aussieht. Morgen Abend. Und heute Abend soll er starten. Richtig, ja. Sagte der Flo uns gerade. Ja. Und da kommt jetzt auch, habe ich gehört, du warst ja gerade auf dem Weg, wo ich ihm gesagt habe, hier, stopp, komm mal wieder hier hin. Du erklärst jetzt mal, wie der Stand der Dinge ist. Da kommt auch gerade der Motor, ne? Ja, der steht hinter der Tür. Und was steht da? Das Getriebe. Noch zugedeckt? Ja, okay. Frisch revidiert von Hör. Richtig. Express 12 Uhr. Ist vorgestern gekommen, ne? Gestern. Gestern? Gestern? Vorgestern sind die gekommen. Ja. Also neuer Motor, frisch revidiertes Getriebe. Alles da? Ja. Okay. Unser Ingenieur kommt nachher. Der Dennis Garte kommt heute aus Dortmund, um das Ding in Betrieb zu nehmen, weil wir müssen natürlich, aber das erzählen wir nachher noch alles. Also heute wird es auch für dich ein längerer Tag. Wir können das mal zeigen, dass wir das Auto komplett neu bedaten müssen. Die ganzen Datenstände, die hier drauf sind, ne, also Config vom Motorsteuergerät, ABS, wird halt alles komplett neu bedatet. Der würde so gar nicht anspringen. Nee, der würde so gar nicht anspringen. Und du hast eine neue ABS-Software, du hast eine neue Motorsoftware, du hast eine neue Traktionssoftware, also da kommt halt die komplette Bedatung einmal neu. Nur DDU ist alt. Oder DDU kriegt aber auch einen Datensatz. Weil du hast in der DDU, also im Display vom GT3 auf Evo hast du andere Funktionen natürlich, weil die Panel-Funktionen werden ja hier auch immer wieder gegeben. Du siehst ja dann hier auch, wir haben ja Einparkhilfe und sowas haben wir ja jetzt im Evo-Paket, das siehst du dann hier alles drin. Also es ist auch schon ein schöner Umfang. Ja, okay. Also, dann ist das jetzt Stand 10 Uhr am frühen Morgen, 9:45. Und ich bin mal gespannt, wie so das Starten heute Abend aussehen wird. Ne, du auch? Ja. Gut. Vielleicht zündet's. Hoffentlich zündet's. Okay, jetzt kannst du wieder Luft atmen. Ich gehe einfach. Sehr aufgeregt, die Jungs. Die tun immer so, als wäre das erste Mal, ne? Und wir laufen. Und dann machen wir Pedale, wa? Ja. Ne? Machen wir so. Ja, wir wollten ja gestern Abend eigentlich schon starten, aber der Dennis, unser Ingenieur, konnte erst heute. Gab eine Verhinderung, was jetzt nicht so schlimm ist. Wir sind schon fleißig dran, wir haben nämlich 9 Uhr. Seit wann seid ihr überhaupt dran hier? 7. 7, okay. Und jetzt kommt das nämlich, was ich gestern schon gesagt habe. Komm mal mit. Der Dennis bedatet das Auto und macht die neuen Grundkalibrierungen hier mit dem Laptop. War extra beim Friseur für unsere YouTube-Community. Ja. Nicht? Stimmt doch gar nicht, dass du wieder wachsen hast. Ah, hast du wieder wachsen lassen? Ja, sicher. Nur eine kurze Frage, Dennis. Wie lange dauert sowas, diese ganze Grundbedatung vom GT3 auf GT3 Evo bei dem Kit? Ich meine, das sind ja vorgefertigte. Also wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst,
und alles genau kontrollierst und hinterher mit Abstarten brauchst du eine gute Stunde. Gute Stunde. So, die Jungs sind jetzt so eine Viertelstunde dran. Heißt für uns, wenn hier alles fertig ist, werden wir angerufen und dann seid ihr live dabei. Also live seid ihr nicht dabei, weil Dennis meinte noch, das ist immer schlecht live. Aber ihr seid auf jeden Fall dabei, wenn wir den das erste Mal wieder zünden. Ne? Also, und sonst, ja, ist es eigentlich relativ viel Computerarbeit jetzt. Und du, glaube ich, du stellst gerade das Gangpoti ein, ne? Hast dich gefreut, dass du hier direkt durchgucken kannst diesmal, ne? Ja. Ich könnte dir aber auch was sagen, wo du gerade bist. Ja. Okay, also der große Moment, der richtig große Moment. Dennis pellt sich ins Auto, weil die Jungs haben jetzt gerade schon auf Öldruck gepumpt, ja, also ohne Zündung, dass da auf jeden Fall schon mal was passiert. Und die Aussage von unserem Ingenieur war, das ist ja schon mal ganz gut, dass er überhaupt auf den Knopf reagiert. Feuerlöscher ist auch bereit. Ja, dann... Das wird laut, ne? Das wird laut, weil das ist die männliche Anlage. Das ist die originale 4. Wie heißt die? Das ist die normal. Die fahren so eine Blancpain, ne? 4, ja, genau. Da ist halt nichts drin außer Rohr und entweder ist das ja, nur ein Cut und Rohr. Das ist ähnlich laut wie dein ST. Höchstwahrscheinlich. Okay. Hallo. Ja. Flo, bist du, Dennis, du bist soweit? Ich bin soweit, ja, ich habe meine Seite hier auf. Okay, ich mache nochmal Öldruck, ja? Ja. Nochmal Öldruck, Öldruck. Okay, jetzt. Wegen Öl nachfüllen. Ah, okay. So 30 Sekunden laufen lassen und dann müssen wir einmal Öl kontrollieren. Das ist eine Vorgabe von Lambo Audi. Wissen viele nicht. Du kannst halt nur in einem Ganz, das könntest du auch ein eigenes Video darüber machen, wie du bei dem Auto Öl messen musst. Nee, ist echt so. Oder Flo? Diese Ölmesserei bei bestimmten... Ist ein bisschen eigen, ne? Kannst du das grob erklären? Der muss halt 80 Grad Öltemperatur haben, Ja. dann eine Minute im Stand laufen, Ja. ausmachen, eine Minute aus sein und dann kann man messen. Und es gibt nämlich, dann haben wir erfahren, ein paar Teams, die das dann einfach 10 Minuten später machen und dann passt wieder gar nichts, ne? Und dann werden die Dinger überfüllt. Und jetzt, wie gesagt, bei der Erstbefüllung 30 Sekunden einmal alles durchpumpen und dann noch mal ein bisschen Öl rein. Wie viel Liter hat so ein Motor? Kann man ja auch mal eingehen. Weiß man das, Dennis? 9? Okay. 9 Liter gutes, ich weiß es gar nicht, ich glaube Also ich als 10 wie 60. Weil ich als Laie weiß das ja nicht. Ist es dann normales Öl oder ist es spezielles Öl? Das ist normal. Das ist Motorsport, also was heißt, das ist hochwertiges Öl, ja. Das ist ein hochwertiges Öl, aber das gibt es auch im Straßenbetrieb. Das müsste 10 bis 60 sein, ne? Ja, aber das fährst du auch in einem Straßenauto. Sowas solltest du in deinem Fiesta mal fahren, mein Freund. Wir müssen jetzt noch so Nockenwellen einmal kalibrieren und sowas, das geht halt alles. Kannst du gerne mal zeigen, da an dem Tester, das geht alles mit dem Tester. Ja, kannst du dich da auch mal hinstellen, wenn du das mal zeigen willst. So, wir haben 16 Uhr, das ist dein Golf, ist noch dein Golf. Dein Golf, dein Golf. Wir haben kurz vor 16 Uhr.
Unser Haus- und Hof-Folien-Imperium besitzender Golf 4 R32 Folierer, kann man das so sagen? Ja. Kann man sagen. Klingt gut. Hat hier einen Mega-Job, wollte eine Stunde vorbeikommen und wollte die alte Folie abreißen, weil er ja nächste Woche anfängt zu folieren. Katastrophe. Katastrophe. Zeig mal deine Finger. Das ist richtig harte Arbeit. Und wir haben gesagt, wir machen pauschal einen Fuffi. Da habe ich schon gesagt, für eine Stunde Arbeit 50 € gibt es nicht. Ja, jetzt muss er sogar die Pizza heute Mittag selber bezahlen. Und ist seit 8 Stunden hier. Habe ich den Kasten Bier von gestern eingetauscht. Die Pizza war nur 6 €, der Kasten Bier war 12 €. Hast du einen Kasten Bier gesponsert? Ja. Ach, der gestern, der Radler Kölsch. Schön. Ja, so, Witz beiseite. Also, Auto ist ja heute Morgen angesprungen. Dennis wird jetzt noch, ich weiß gar nicht, wie lange machst du noch, bevor du nach Kalayalama fliegst? Heute bis 6 und morgen einen halben Tag. Ah, morgen auch noch. Ich werde verrückt, die sind richtig fleißig. Morgen ist Samstag. Weil dann fliegt er halt nach, haben wir schon mal gesagt, 9 Stunden Kyalami für ein Porsche-Team mit einem Einsatz machen. Und in der Zeit wird er nämlich nächste Woche, weil das eine Woche dauert, bis er wieder da ist, wird dann André, wenn er noch Spaß hat und Fingerkuppen, wird er das Auto dann neu folieren schon mal. Und wenn er dann wiederkommt, wird die Technik noch zurückgebaut, zusammengebaut. Eine Info, was denkst du? Wie lange wirst du, wenn du morgen abhaust und wieder kommst, wie lange brauchen wir dann noch? 1,5 Tage. Okay, also brauchen wir ab heute noch 2,5 Tage, bis das Auto... Wir machen einen Rollout oder wir probieren noch einen Rollout zu machen in Askari, vor Askari. Hoffe, das Wetter spielt mit. Ja, so ist es eigentlich alles ganz gut gelaufen, außer mit der Folie. Das ist so viel. Ja, aber er wollte unbedingt Motorsport und er wollte unbedingt Motorsportfolierung anbieten. Ich habe ihm gesagt, verkauf lieber Kartoffeln. Hast du mehr von? Nee. Hat er gesagt. Habe ich dir mal gesagt, ne? Ich habe gesagt. Nein, es macht ja auch Spaß. Ja? Okay, gut. Weiß ich Bescheid. Manchmal selten. Aber du willst morgen auch noch mal kommen, hast du gesagt. Nee, brauchst du ja nicht mehr. Wegen den 2 Türen. Also aus einer Stunde sind 1,5 Tagen Arbeit geworden. Die Front auch noch. Die Front auch noch. Ja, aber er ist gerne hier. Und ich glaube, ich sponsor morgen. Ich sponsor dir auch 3 Radler. 3 Radler? Ja. Ganze. Dann nehmen wir euch da noch mal mit. Nächste Woche 1, 2 Tage. Und dann, wenn Dennis wieder zurück ist, bis zum Rollout. Und dann geht's mit großen Schritten weiter. Und was haben wir heute? Kann ich noch kurz sagen, was haben wir denn heute? Mitte? Ja, wir haben 15.11. 15.11. Also noch bis zum 14.12. Müsst ihr selber ausrechnen, wie lange das noch ist. Ist ein bisschen. Hast du eigentlich ein bisschen was gefilmt, wenn die mal hier waren? Nee, ne? Du warst gar nicht da, ne? Okay. Auto ist fertig foliert. Heute ist Montag. Dennis kommt gerade just, glaube ich, mit dem Flieger aus Südafrika wieder an und ist morgen wieder hier. Und ja, es ist soweit alles fertig geworden vom Design her. Also zu 99%, ich glaube ganz 2, 3 Kleinigkeiten noch. Aber das war ja das Ziel, dass wir das fertig haben und der Dennis jetzt Vollgas morgen und übermorgen, also Dienstag, Mittwoch, vielleicht auch noch Donnerstag, das Auto komplett fertig machen. Es fehlen halt noch Achsen teilweise, die mussten wir alle noch nachbestellen, weil, kann ich euch auch erklären, in dem Evo-Kit sind die Stehbolzen in den alten Radträgern, die musst du umbauen. Also finde ich auch krass. Du kaufst ein Kit, ne, Evo-Kit, offizieller Preis 94.000 €, nee, 96.000 € mittlerweile oder 97.000 €, aber du kriegst keine Stehbolzen dazu. Du musst die alten rausdrehen. So, und dann haben die Jungs angefangen, die alten Stehbolzen rauszudrehen. Das ist einfach unwitzig. Du machst die kaputt und. Jetzt mussten wir halt noch Stehbolzen neu kaufen. Das wäre auch ein Tipp so an Lambo. Pack doch bitte ein paar Stehbolzen da rein. Die sind aber jetzt alle angekommen in der Zeit, wo der Dennis in Südafrika war. Wir denken noch 2 Tage, 2,5 Tage maximal. Und heute, wie gesagt, Montag. Am Freitag planen wir noch einen Rollout mit dem Auto zu machen. Ich telefoniere gerade schon überall rum, wo noch sowas geht, weil aktuell geht das Wetter. Wir haben zwar Minusgrade, aber es ist kein Schneefall und. Aber das kann sich natürlich immer ändern. Aber so ist der Plan. Also noch 2 Tage Vollgas, 2,5 und dann Rollout, verladen und dann geht schon bald nach Askari.
Ja, mit dem Koffer. Und das zweite Auto wird sich dann jetzt auch ab dieser Woche vorgenommen. Mit dem Herrn Störmer. Ja, das war es erstmal. Ich glaube, wir kommen dann nochmal zurück, wenn er fast fertig ist, in 2 Tagen. Ja, gut. Also auch nochmal vielen Dank hier, ne, an Folienwerk, AT Folienwerk, an André. Und die haben auch einen Kevin. Der André und der Kevin, die haben das Auto foliert. Und ja, ich denke, wie ich schon erwähnt habe, ist ganz stimmig geworden. So, sind wir da? Sind wir online? So, der erste Kunden-Lambo ist zu 98,8% fertig, oder, Herr Hein? Ja. Morgen haben wir nämlich unser erstes Rollout vor und auf dem Flugplatz. Was passiert gerade noch? Unsere Klebefreunde von www.folienking.de. Nee, wo war die nochmal her? Ah, siehst du? Ich wollte die Nummer ein bisschen mit einbinden, weil er ist immer sehr schüchtern. Habt ihr den eigentlich schon öfters mal bei uns jetzt gesehen? Ich glaube ja, ne? Ja, doch. Nee, wir kleben gerade noch die restlichen Sachen. Auto ist technisch komplett ready, richtig? Ja. Wir müssen nur einen Spiegel von uns verwenden, weil wir haben jetzt gehört, dass wir 4 linke Spiegel bekommen haben. 6 linke Spiegel haben wir von Lambo bekommen. Vielen Dank dafür. Und es wird gleich noch vermessen. Morgen früh geht es Richtung Mendig zum Rollout. Da werde ich ein paar Runden mit dem Auto fahren. Und wir werden die ganzen Bremsen schon anfahren. Die sieht man da hinten. Damit der Kunde, wenn wir die Endless Summer fahren, auch fahren kann und sich nicht damit beschäftigen muss. Bremse anfahren heißt, du musst die einmal anheizen, die Bremse, damit die einmal heiß geworden ist, wieder auseinander geht. Dann hält die länger. Ne? Dann hält die Bremse einfach länger, wenn sie einmal warm war. Und wenn du sie neu drauf machst und du gehst direkt Attacke, geht die halt auch schneller kaputt. Und da das alles ein bisschen teuer ist, fahren wir halt auch einmal noch Bremse an. Aber dazu mehr in dem Video, weil es gibt ein extra Video nur über das Rollout. Ja, habt ihr sonst noch was zu erzählen? André, wolltest du irgendwie mal einen Aufruf starten? Ich würde gerne meine Mutter grüßen. Ja, super. Dann grüßt deine Mama. Eine gute Idee. Stark, oder? Ja, sag ich dir. Flo, du irgendwas noch? Ne? Heute sind wir richtig gut gelaunt, ne? Warum auch immer. Ja, war jetzt der erste Aufbau, jetzt nochmal ernsthaft der erste Aufbau von dem Fahrzeug. Wie lange haben wir jetzt ungefähr gebraucht? In Zeit. Also wirklich jetzt ohne... In Zeit 80 Stunden. Ja? 80 Stunden. Pro eine Person oder? Ja, nee, eine Person. Aber der Flo hat jetzt auch noch eine halbe Woche hier mitgeholfen. Deswegen habe ich ja. Also 80 Stunden. Nur für den Aufbau. Ja. Und das Zerlegen vorher? Und das Vorbereiten? 2 Tage. Okay, also sagen wir nochmal 15 Stunden. Also knapp 100 Stunden maximal. 100 Stunden. 100 Arbeitsstunden. Ist nicht wenig, ne, für ein Evo-Paket. Und das ist jetzt nicht das erste Mal. Also der erste Aufbau, wie lange war der bei unserem Auto? War mehr, ne? Und Folieren, wie lange hast du dafür gebraucht, André? Was? Wie lange hast du beim Folieren gebraucht? 24 Stunden ungefähr. Ja. Also es ist schon Arbeit, wie man sieht, ne? Das ist mal nicht so eben. Gut, also ich bedanke mich. Dieser Videoteil ist jetzt zu Ende. Der nächste Teil wird das Rollout mit dem Auto und danach gibt es den nächsten Teil, weil da steht nochmal Arbeit. Da nehmen wir euch auch nochmal mit und werden nochmal ein paar andere Punkte ansprechen, die wir hier dann nicht mit angesprochen haben. Also es wird nicht langweilig über den Winter. Ne? Flo, sag mal Tschüss. Tschüss. Ciao.